Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem tatsächlich für mich sehr spontanen Video auf meinem Kanal dort Fallschaden. Ich habe mich tatsächlich erst vor ein paar Sekunden dazu entschlossen, dieses Video zu machen, und zwar hat das folgenden Hintergrund. Ich habe die letzten 5 Minuten das Spiel The Stanley Parable Ultra Deluxe gespielt, weil ich mal anschauen wollte, ob sich das für den Livestream eventuell lohnen würde oder eben für ein Video. Und ich denke, jeder kennt das Spiel so einigermaßen. Das Spiel ist ja 2013 oder 2014, glaube ich, rausgekommen. Dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, nein, ich nehme jetzt nicht einfach das auf, was sowieso schon jeder kennt. Und der es nicht kennt, schaut sich halt jetzt ein altes YouTube-Video an. Was wir jetzt allerdings machen, ist, wir schauen uns den neuen Content an. Jedenfalls hoffe ich, dass es der neue Content ist, weil mir ist dann halt eine Tür aufgefallen, die hieß neuer Content. Und jetzt bin ich hier gerade in so einem Ratterwagen zu dieser Tür hier hingefahren, auf der dick und fett drauf steht, dass das eben neuer Content ist. Und wenn wir dem Ganzen Glauben schenken dürfen, dann kommt jetzt gleich, wenn wir in diesen Aufzug reingehen, neuer Content dieses Spiels. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? Das ist so charakteristisch für das Spiel. Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Schauen wir mal. All right, let's see, it's the jump circle. Okay. Muss ich jetzt hier ernsthaft 30 Mal springen? Okay. Also, ich kenne das wirklich jetzt noch nicht. Ich bin hier gerade durch die Tür durchgegangen und wir schauen mal, was ist passiert. Ich kann nicht nur springen. Hä? Brauche ich die Nee, oder? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Geht's weiter. Ich glaube, das mit den Aufzügen ist ein bisschen an Superliminal angelehnt. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? Ich bin mir so sicher, dass da irgendwas richtig ist, dass sich das jetzt... New content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. Vielleicht dürfen wir noch mal eine Runde springen. Something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. Das glaube ich nicht. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, test achievement, please ignore. What quality assurance department signed up on this? I'm infuriated and I'm offended. I intend to phone these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. But never lived up to expectations. Just stay with me. Let me just reset the game. I'm trying to get back to what the Stanley Parable is really about. Okay, friends, get this. Just you and me having a great time together like always. What do you say? Die Stimme ist sehr angenehm, aber das kann es doch jetzt nicht gewesen. Warum leckt die Aufnahme so? Naja. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Wartet mal ganz kurz. Ja, egal, wir gehen einfach mal weiter. Es ist aber nicht gut animiert. Aber vielleicht ist es genau das, was es ausmachen soll. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it
The memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ich bin insgesamt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich das Spiel halt komplett anders kenne und weil die Aufnahme irgendwie gerade rumleckt. Wartet mal, ich muss ganz kurz nachschauen. Ich gehe gleich weiter. So Leute, jetzt läuft das alles einwandfrei flüssig. Jetzt sind wir nochmal hier, weil das Spiel hier geladen hat. Wir sehen uns gleich in dem, was auch immer, Memory Center oder wie das hieß. Bis gleich. So Leute, da wären wir. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Falls ich ein bisschen krank bin, kann das sein, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise mit Corona angesteckt habe, weil zumindest mein Vater ist positiv. Wissen wir noch nicht bei mir. Bei meiner Mutter auch nicht. Ja, so viel habe ich mich da tatsächlich früher... Oh doch, ja, gut, das ist ein Iconic-Bild aus Stanley Parable. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. Okay, schade. Weil das ist halt schon, für die es jetzt nicht kennen, hier zum Beispiel auch das hier. Dieses Spiel, da kann man auch mal ein bisschen abweichen vom Pfad. Hier, da sagt der Erzähler dann zum Beispiel... Geh links lang, dann kann man auch rechts reingehen. Ne? So in die Richtung. These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Jetzt wird's wieder Stanley Parable. No, Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Steam ist anscheinend so eine weitere schlechte Rezension. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game's good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. I feel... Bisschen like creepy hier. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always... What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I do anything for the customers. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what cooking... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well,
I want to say maybe 30, 45 minutes? If not. Stanley, please Wo ist die don't push Tür the hin? button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. Oh Gott, in welche Zeit skippen wir denn jetzt? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. Hallo? Hallo? Oh, ist das ekelhaft. Schnell weiter. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and können wir denn weiter jetzt? entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little Ja. thumbs down. Wo kommt das Licht her? Hallo? Red doch mit mir, bitte. Gott, wie lange bin ich denn jetzt schon hier? Jahre? The end is never the end, is never the end, is never the end, is never Das the ist steht auf dem end, Ladescreen. is never the end, is never the end, is never the end, is never the. Das sieht nicht gut aus. Bin ich ehrlich. Aber egal, wir skippen und... Wir skippen weiter. Oh, das sieht jetzt aus wie ein Portal. Es sieht nicht so aus, als würden wir hier weiterkommen. Können wir denn hier... Ich wollte doch den Knopf gar nicht mal. Ich will nicht, dass das zum Horror-Game wird, wirklich. Bitte nicht. Oh Gott. Weiter. Ich kann sowas gar nicht. Schnell weiter. Oh, ist der Knopf tot? Ich glaube, er ist tot. Wir können endlich raus. Oh Gott, Junge, wie lang waren wir denn bitte? Da hinten ist irgendwas. Waren das jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende? Hier, die Hände ist never die. Nee. All of his co-workers were gone. Nein, Leute. Das ist nicht das. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had Das ist der Standardanfang, aber ich glaube nicht, dass das... Nee, das ist anders, oder? Da drüben ist irgendwas. Das ist normalerweise doch hier nicht. Das ist die Tür von vorher. Da gehen wir rein. Komm. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Da war auch vorhin so ein Abzweig noch, bevor wir zu dem Aufzug gekommen sind. Genau das. Nee, aber den Abzweig meinte ich. The Stanley Parable 2. Das kann auch sehr verwirrend und krass sein, aber es hat halt nicht... Calling it the Stanley Parable 2. Genau, es hat halt nicht mehr diesen Backrooms-Style, aber hat auch was. Schauen wir uns an. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ja, Leute, Folgendes. Die Aufnahme geht eigentlich jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde weiter. Allerdings ist es so, das Video ist jetzt schon eine Viertelstunde lang und ich glaube, das reicht euch auch. Dementsprechend ist mir der Gedanke gekommen,
Ich unterteile das in eine oder mehrere Folgen, diese eine Aufnahme. Die werden dann irgendwann jetzt die Tage kommen. Das ist sowieso besser, weil ich kann aktuell nicht wirklich aufnehmen, weil ich aktuell zu Hause bin, weil ich gehe davon aus, dass ich Corona habe. Genau, dementsprechend kann ich gerade nicht wirklich was aufnehmen. Ja, dementsprechend ist hier Schluss für heute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann gerne abonnieren, kommentieren und die Glocke aktivieren. Liken natürlich auch gerne. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie es weitergeht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.